Hallo, die Ergebnisse Ihrer Umfrage. Sobald der erste Teilnehmer die erste Frage beantwortet hat, sehen Sie dieses Ergebnis sofort. Und um sich die Ergebnisse Ihrer Umfrage am Ende oder auch während der laufenden Befragung anzuschauen, können Sie entweder hier einmal direkt hier rechts auf den Quick-Link zur Ergebnisse klicken, Sie können aber auch auf die Umfrage klicken und wechseln dann hier in den Bereich der Auswertung. Als erstes sehen Sie eine Statistik, das heißt, Sie sehen ein paar Daten drumherum, wann das Ganze gestartet, was ist so die durchschnittliche Teilnahmezeit, wie viele Fragen haben Sie im Fragebogen platziert etc. Wir haben dann hier unten die Teilnahmestatistik, das heißt, welche Besucherquellen haben Sie genutzt. Jede Quelle wird Ihnen hier einzeln aufgeführt. Wenn es eine E-Mail-Einladung war, sehen Sie halt dementsprechend auch, wie viele Einladungen Sie verschickt haben. Und dann das Verhältnis, wie viele Besucher sind daraus resultiert, aus den Besuchern die Teilnehmer und aus den Teilnehmern dann nochmal aufgesplittet in abgeschlossene Teilnehmer und abgebrochene Teilnehmer. Wir sehen als nächstes das Endgerät, das genutzt wurde für die Teilnahme, Desktop, Tablet, Smartphone oder wenn keine Zuordnung stattfinden konnte. Wir sehen den zeitlichen Teilnahmeverlauf, das heißt, Sie können halt sehen, an welchen Tagen wie viele Teilnahmen erfolgt sind. Und wir sehen hier zum Schluss den Absprungverlauf und das bedeutet, auf welcher Seite haben wie viele Teilnehmer die Umfrage verlassen. Und wenn wir wie hier auf Seite 3 so einen Peak haben, dann sollte man sich mal Seite 3 anschauen, ob nicht zu viele Fragen sind, zu kompliziert die Fragen, zu persönlich die Fragen oder. Da scheint es ein kleines Problem zu geben, weil hier sehr viele Personen abgesprungen sind. Genau, das ist der erste Part. Der zweite Part sind die Ergebnisse an sich. Hier haben wir dann die visuelle Darstellung der Ergebnisse und das Ganze folgt dem Aufbau, wie denn auch die Umfrage aufgebaut ist. Wir haben jetzt hier die einzelnen Frageseiten. Wir könnten jetzt jede einzelne Frageseite durchklicken oder uns aber auch alles untereinander anzeigen lassen. Wir sehen dann hier erste Frageseite, 17 Personen haben diese Frage beantwortet und dann haben wir immer denselben Aufbau. Das heißt, oben sehen wir das Diagramm und darunter sehen wir die Datentabelle und je nach Fragetyp haben wir dann halt auch noch Durchschnittswerte oder halt ein NPS-Value hier unter. Genau, was können Sie noch machen? Sie können hier den Diagrammtyp tauschen. Wenn Sie sagen, ich hätte doch lieber gern ein Kreisdiagramm, können Sie das Kreisdiagramm auswählen oder halt auch ein Liniendiagramm. Wir können hier die Chartfarben anpassen. Entweder haben Sie sich ein Farbschema schon selber definiert, das ist hier unter den Einstellungen möglich, das können Sie auswählen oder Sie passen das halt individuell an der Stelle. Wir können generell das Diagramm ausblenden oder anzeigen, je nachdem, ob es einen Mehrwert gibt oder nicht. Dann haben wir Maximalwert 100%, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ich zeige Ihnen das mal kurz hier. Der Space ist ja hier für das Diagramm fest vorgegeben. So. Und ich habe das jetzt so eingestellt, dass die 100% nicht ausgefüllt werden, weil ich mehr vom Balken sehen möchte. Wir sehen hier, es geht hier bis 40% hoch. Ich könnte aber sagen, um visuell das sichtbar zu machen, in welchem Bereich befinde ich mich denn hier mit den 29,41, kann ich auf die 100% gehen, um halt so die Range auch zu visualisieren. Wir können die Daten im Diagramm ausblenden oder auch die Datentabelle und wir können Antworten vereinzelt löschen. Das ist halt ganz interessant, wenn wir zum Beispiel Textfragen gemacht haben, eine Textfrage gestellt haben und dann da sind Antworten drin, die wir nicht haben möchten oder die zu persönlich sind, dann können wir die anonymisieren oder bearbeiten oder halt dementsprechend auch hier rauslöschen. Es gibt da halt verschiedenste Möglichkeiten. Genau, Stück für Stück geht das jetzt hier so durch und Sie erhalten somit halt Zugriff auf die Ergebnisse Ihrer Befragung. Das ist einmal die Gesamtdarstellung an der Stelle. Dann haben wir noch die Einzelergebnisse, die wir Ihnen anbieten. Hier sehen wir, wie der Name schon sagt, jeden Teilnehmer einzeln. Die rote Markierung hier vorne zeigt an, dass es ein Abbrecher ist. Die Person hat in die Umfrage nicht zu Ende ausgefüllt. Wir haben jetzt hier in der Mitte, sehen wir einmal jetzt der Befragung, können uns halt von jedem Teilnehmer anschauen, sehen den Status, wir sehen die Besucherquelle, wir sehen die Zeit auch, wie viele Fragen wurden beantwortet etc. Und wenn die Umfrage, wie jetzt zum Beispiel hier, abgeschlossen wurde, können wir einmal die Antworten bearbeiten. Das heißt, es ist der Korrekturmodus. Falls sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat, können wir das Ganze korrigieren, die Antworten, oder aber auch den Umfragelink wieder freigeben. Falls die Person zu schnell abgeschlossen hat, könnte man damit halt dann dementsprechend den Link wieder freigeben. Dann kann die Person das Ganze nochmal korrigieren an der Stelle. Genau, das waren die Ergebnisse Ihrer Umfrage, die Sie ab der ersten Teilnahme sehen.